Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Coma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es um diese Dynamic Paint Animation eines Atomzeichens, Atomsymbols. Und als Inspiration hatte ich ein anderes YouTube-Video, das werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Und dann lasst uns nicht lange drum herum reden, also starten wir rein. So, dann löschen wir mal wieder als erstes alles, entfernen und fügen eine Plane hinzu. Die machen wir dann auch wieder auf 12 Meter. Dann gehen wir mit 7 in die Top View, schieben den ein bisschen runter, zoomen ein bisschen rein und fügen eine Bezier Curve hinzu. Die scalen wir jetzt erstmal groß. So, dann gehen wir hier rein und machen nochmal Scale und scalen den wieder etwas enger. Den scalen wir mal auf 0,5 und den scalen wir auch mal auf 0,5. Dadurch haben wir eine leichte Kurvenbahn. Was wir noch machen können, wir können den noch ein bisschen größer, Scale 1,5, so, und den auch Scale 1,5. Dadurch wird das hier oben etwas runder und von den Seiten her passt das auch. Ich möchte es jetzt aber noch ein klein bisschen enger haben. Scale. So. Ja, ich denke, das passt ungefähr. Dann können wir hier Shift A, no, Control A, Scale. Und für die Plane machen wir das auch schon mal. Control A, Scale. Dann nehmen wir die Curve und sagen Shift D für Duplicate. Komplett rundherum einmal drehen wäre 360 Grad. Und dann, weil wir das auf 3 aufteilen wollen, wäre es 120. Also R für Rotation 120. Haben wir den ersten. Dann Shift D, R 120. So, damit haben wir 3 Stück und haben damit unser Grundmuster für das Atom quasi fertig. Jetzt möchte ich hier oben nochmal wieder meine Kollektion anpassen und das nenne ich Curve. Dann nenne ich den Ground, da kommt die Plane rein. Dann mache ich eine neue, die heißt Ball für die UV-Spheres und nochmal eine neue für Camera and Liked. Gut, dann gehen wir auf Ball. Ich möchte jetzt einen Ball haben, der hier in der Mitte ist. Und dann dementsprechend Bälle haben, die hier über die Bahn laufen. Und deswegen füge ich jetzt erstmal eine UV-Sphere ein, die in der Mitte lasse ich jetzt mal so, wie sie ist. Und die möchte ich nachher, dass die mit rotiert. Und dann über dieses möchte ich mal ausprobieren, ohne Shade Smooth, wie das dann im Licht aussieht mit den Kanten. So, dann mache ich eine zweite, Shift A, UV-Sphere, die erhöhe ich auf
64 und 32 und die sollen einen Radius haben von 0,3. Damit sind wir bei einem Durchmesser von 0,6. Das sollte am Ende ungefähr passen. Und die soll dann jetzt hier auf die Bahnen. Das heißt, ich bleibe auf der Sphere, dann gehe ich hier drauf, dann auf Follow Path und auf Follow Path kann ich dann die erste auswählen. Dann mache ich Shift D für Duplicate, rechte Maustaste, dass er auf dem Standort bleibt, X, Pipette, nächste Kurve und dann das Ganze noch einmal Shift D, rechte Maustaste, entfernen, Pipette und dann der dritte. Da jetzt alle relativ gleich sind, möchte ich das gleich auch noch ein bisschen mit verändern. Damit es aber jetzt dann laufen kann, können wir das hiermit machen. 0 ist der Anfangspunkt und 100 quasi der Endpunkt. Wir gehen eben auf die Timeline und wir müssen noch Einstellungen machen. Das heißt, wir gucken hier, dass wir in Cycles sind. Dann ist noch wichtig auf Edit Preference, dass wir das Ganze als linear haben. Dann möchte ich das Ganze in 4K haben. So, und da ich das als quadratisch haben möchte, mache ich das beide bei 2160. Dann möchte ich das Ganze mit 60 Frames haben, mit 60 Frames per Second haben und bei 24 Frames per Second mit 250 Frames insgesamt sind wir ungefähr bei 10 Sekunden Länge. Die 10 Sekunden möchte ich gerne beibehalten und deswegen nehme ich bei 60 Frames sind das dann 625 Frames insgesamt. Und ich muss das dreimal nehmen, werde ich euch dann nachher noch einmal erklären, wie auch bei den anderen Videos davor zu demselben Thema, muss ich dann 1875 haben. 1875 und dann müssen wir noch den Ordner vergeben, wo wir es dann hinspeichern möchten und dafür nehme ich den hier, kept. Und jetzt können wir anfangen mit dem Animieren. Wir können sagen, hier bei Frame 1 soll die Kugel auf Position 0 sein und dann bei Frame 1875, weil er dreimal drehen soll, bei 300. Setzen auch ein Keyframe. Dasselbe machen wir für die Kugel. Da fangen wir an mit 300, setzen einen Keyframe, dann gehen wir nach vorne 1 und setzen 0 und ein Keyframe. Dasselbe machen wir bei dem. 0 Keyframe und dann 375, 300 und auch nochmal ein Keyframe. Und wenn wir jetzt die Leertaste oder hier unten Play drücken, dann laufen die alle ziemlich gleichmäßig rundherum, was ein klein bisschen gleichmäßig, aber auch langweilig wirkt und deswegen möchte ich nochmal auf Frame 1 gehen und sage einfach, die Kugel soll nicht bei 0 anfangen, die fängt bei 33 an. Setzen einen Keyframe, gehe ich zum Schluss und sage 333
mache auch ein Keyframe. Und bei der Kugel sagen wir, die geht auf 2/3 schon los, wäre 366. Keyframe. Und bei 1 wäre es dann 66 Keyframe. So, und dann sieht das 33. Habe ich den Keyframe nicht richtig gesetzt, okay. Na, habe ich wahrscheinlich vergessen, doppelt zu drücken. So. Und dann sieht das ein bisschen ungleichmäßiger aus und gibt dann wahrscheinlich auch ein besseres Muster. Das möchte ich jetzt erstmal so lassen. Was wir jetzt machen können, wir können die Kugeln Shade Smooth, Shade Smooth, Shade Smooth. Damit haben wir die schon mal schön glatt. Die wollen wir so lassen, wie es ist. Allerdings möchte ich, dass die sich in der Mitte dreht, um einfach ein anderes Muster zu geben. Und bei 1 sage ich, bei Rotation um Z möchte ich haben. Und Rotation um Z bei 1 soll dann 0 sein. Deswegen drücke ich I für ein Keyframe da. Und dann bei dem letzten Frame soll er dann 3-mal drehen und dafür kann man dann 360 Grad sind das dann eine Umdrehung mal 3 wäre 1080 und dann mache ich nochmal einen I für ein Keyframe und dann dreht sich die Kugel da dementsprechend. Was man vielleicht noch machen könnte, man könnte die auch andersrum drehen lassen. Schauen wir mal, wie es nachher aussieht. So, jetzt haben wir die Grundanimation fertig und jetzt wollen wir natürlich das Muster auf der Plane haben. Dafür müssen wir jetzt erst nochmal auf die Plane gehen. Wir gehen mit Tab in den Edit-Mode, rechte Maustaste Subdivide und da sagen wir mal 100, damit wir schon mal ein besseres Bild kriegen, für wie es nachher aussieht. Dann drücken wir wieder Tab. Und dann gehen wir auf der Plane auf die Physics, sagen Dynamic Paint, Brush, nicht Brush, Canvas. Dann ist wichtig Startpunkt, Endpunkt. Dann wollen wir das auswählen. Hier können wir selber entscheiden, wie tief die Kugel eindrückt. Bei 1 drückt sie so tief ein, wie sie wirklich ist. Wenn man 2 reinmacht, ist es doppelt so viel und da kann man das dann machen. Wenn man möchte, dass das nicht wieder weggeht, also dass sich das nicht wieder angleicht, kann man hier das Dissolve auslassen. Ich möchte es aber haben und ich habe bei dem letzten gemerkt, dass so ein Wert von 1250 ganz nett ausgesehen hat bei dieser Animation. Da muss man dann für sich entscheiden, was man da möchte, wie es am Ende aussieht. So, damit wäre die Plane quasi fertig und jetzt müssten wir dasselbe bei der Kugel machen und die Kugel ist natürlich ein Brush, also ein Pinsel, der das dann zeichnet und da müssen wir nichts weiter einstellen. Und dasselbe können wir bei den anderen beiden Kugeln auch sofort machen und dann haben wir es eigentlich schon fertig. Wenn wir jetzt dann Leerzeichen drücken, malt er dementsprechend auf unsere Plane und hier sieht man dann, wie das dann dementsprechend langsam verschwindet. Ich möchte aber nicht, dass es ganz verschwindet und von daher passt mir das jetzt dann so ziemlich gut. Und wie ihr seht, ist jetzt, wenn es das erste Mal durchläuft, haben wir hier den Anfang und dann, wenn es weiter durchläuft, nicht. Und deswegen haben wir
die Frames so lang genommen, dass wir einen Teil aus der Mitte rausnehmen können, dass er dann dementsprechend nicht diesen Anfang hat, diese erste Runde quasi nicht. Und ja, jetzt kommen wir nochmal wieder drauf, also diese erste Runde, dass wir die dann nicht mit inbegriffen haben. Gut, machen wir jetzt erstmal. Dann gehen wir noch einmal auf die Plane. Wir drücken nochmal Tab, nochmal Subdivide, guckt, dass es mit eurem Rechner funktioniert. Einfach nur auf 1 und damit habt ihr es noch deutlich besser. Jetzt muss ich nur mal eben schnell speichern, weil Dynamic Paint kann schnell mal abstürzen. Und deswegen speichern wir jetzt mal eben. So, plus. Video möchte ich nicht, das nehmen wir. Plus. Save. So, damit haben wir das gespeichert. Wenn wir jetzt auf Play drücken, sehen wir, es macht immer noch ein bisschen Probleme und deswegen machen wir als erstes mal Shade Smooth. Dadurch wird das schon mal schöner, genauso wie wir die Kugeln quasi glatt gemacht haben. Um es jetzt aber noch ein bisschen schöner zu bekommen, gehen wir auf Modifiers, adden einen Smooth Modifier, dann gehen wir hier oben drauf, machen Cavity an und dann können wir hier noch ein bisschen einstellen und dadurch kommt die obere runde Kante etwas besser zum Vorschein. Und ich gehe mal so auf 1,3 und hiermit kommt das untere etwas anders zum Vorschein und gehe da auch auf 1,4. Dann können wir hier den Smoothness-Faktor hochsetzen, den setze ich auf 20. Dadurch ist es noch ein bisschen glatter. Und dann möchte ich fürs Endprodukt noch ein Subdivision drüber hauen. Da mache ich auch nur 1, dass einer mehr kommt. Das reicht am Ende, aber den möchte ich jetzt beim normalen Bearbeitungsbild gar nicht haben. Deswegen nehme ich den aus dem Viewport raus und der zeigt sich nachher nur an, wenn es dann im Rendern ist. Und somit habe ich die Animation jetzt sozusagen fertig. Als nächstes setzen wir dann eine Kamera rein. Ups, da gehen wir hier erst auf Kamera. Dann Kamera. Dann gehen wir bei der Z-Achse nach oben. Dann können wir mit 0 mal in die Kamera gehen, wie es aussieht. Gehen wir hier auf die Kamera und ich möchte einen Focal Length von 100 haben. Und dann zoomen wir noch was raus. Da sind wir ungefähr 33. Oh, das passt perfekt. So. Damit haben wir dann unsere Kamera eingestellt. Machen wir nochmal eben speichern. Save. Und dann möchte ich mit Shift A noch ein Licht hinzunehmen. Ich nehme ein Area Light, mache es auf 1500 Watt erstmal. Dann möchte ich eine Disk haben und den Rest lassen wir erstmal. Und dann gehen jetzt erst mit 7 in die Top View, gehen ein bisschen runter und dann sage ich G und setze die mal ungefähr dahin. Dann gehe ich mit 1 in die Front View, GZ3, dann mache ich R für Rotate, gucke, dass ich ungefähr da hinten irgendwo bin, gehe mit 7 nochmal in die Top View, nicht G, Rotate.
So, dann gehen wir mit 1 nochmal in der Side View. Aber geht voll auf die dicke Kugel. Lassen wir mal so. Und dann mache ich Scale bei der Disk 5 Meter, einfach mal größer. Gehe dann mit 7 nochmal in die Top View. Und dann können wir schon mal in den Rendered Viewport gehen. Und hier sieht man dann schön, dass es hier erstmal heller ist und danach hier hinten wird es dunkler. Wir haben einen Schatten von der Kugel mit drin und das gibt alles noch ein paar schöne Effekte. Was wir machen können, wir können mal eben gucken, wie sich 2000 Watt auswirkt. Habe ich jetzt keinen großen Unterschied gesehen. Ja, lassen wir mal 2000, passt schon. Dann kommt als nächstes mal die Farbe. Das heißt, ich ziehe mal den etwas hoch, gehe auf den Shader Editor, gehe auf die Plane, fangen wir mit der Plane an, nehmen die Farbe, die erstmal hinterlegt ist, fügen mit A eine Color Ramp hinzu und mit A einen Layer Weight. Hier können wir dann vom Facing in den Faktor gehen und von dem Output auf den Output und machen die Roughness runter. Für die erste Farbe nehme ich dann ein 727272 FF. Das ist ein leichtes Grau. Und für die zweite Farbe nehme ich dann ein FC A6 04 F. Na, so, also so. Und damit habe ich dann einen orangenen Ton. Und dann mache ich das auf 0,97. So, und dann habe ich hier einen schönes Orange, was dann die Kreise zieht. So, dann nehme ich die beiden, mache Copy, gehe auf eine Kugel, sag neu, sag Paste, gehe hier drauf, tu Roughness voll runter, scroll ein bisschen rein, um mir die Kugel anzugucken und sag jetzt eine 0,65. Jo, das finde ich angenehm. Tut dann hier auch das Licht reflektieren. Finde ich cool. Dann kann man die beiden anderen Kugeln hier nehmen, die als letztes nehmen und dann kann man Ctrl L und sagt Link Material. Das heißt, die beiden haben dann auch das Material. Dann nehme ich die beiden, sag nochmal Copy, gehe auf die mittlere Kugel, sag neu, sag Paste, tu den anschließen. So. Und die, finde ich, könnte ein bisschen mehr vertragen. Gucken wir mal, wie es am Ende aussieht. 0,85. Dadurch ist nur in der Mitte so ein klein bisschen. Und hier den Schimmer dann etwas grober. Wir können mal eben in 0 gehen, wie es aussieht. Ja. Ja, und dann hüpft das Licht hier über die Kugel. Wie wird es aussehen? Shade. Warte, ich speichere erst. File Save.
Shade Smooth. Dann wird das so aussehen. Hat auch was, ne? Ctrl Z für zurück. Da ist die Frage. Was nehmen wir? Shade Smooth. Da sieht man nicht wirklich, ob die am Rotieren ist. Da sieht man es natürlich deutlich besser. Ach komm, ich finde es aber irgendwie schön, wenn sie glatt ist. Lassen wir mal, auch wenn man dann nachher nicht sieht, ob sie rotiert oder nicht. So, und jetzt möchte ich noch zwei Einstellungen machen. Einmal der Ordner bleibt. Okay. Hier möchte ich dann jetzt auf Filmic gehen. Das gibt schon mal eine ganz andere Wärme von den Farben. Und dann möchte ich auf High Contrast gehen, dass der Kontrast nochmal deutlich stärker ist. Dann können wir das wieder zumachen und bei Liked Path, weil wir nichts wirklich haben, was das beansprucht, nehmen wir da eine 1 und die beiden können wir noch ausmachen. Und damit haben wir die Grundeinstellung fertig. Wir können speichern jetzt erst noch einmal, dann drücken wir mal F12, wie jetzt so ein Ergebnis aussieht. Ja, damit finde ich, kann man doch leben. Finde ich, sieht schön aus. Das heißt, ich mache das jetzt zu, gehe wieder auf den Solid View, damit er im Hintergrund nicht auch noch bearbeiten muss. Damit wir jetzt noch den Anfangsfehler nicht haben, gehen wir noch einmal zurück auf die Timeline. Können nochmal Play drücken, aber das macht jetzt nicht viel. Wir müssen jetzt gucken, also wir haben 625 Frames, das heißt unser Startframe, wenn wir das erst einmal durchlaufen lassen wollen, wäre 626, also ein Frame später. Und wir wollen natürlich eine genaue Umrundung laufen lassen, wäre dann 1250. Und damit haben wir zwar hier den Endframe, und da den Startframe, aber wir nutzen nur das in der Mitte. Und damit wir das dann auch dementsprechend richtig haben, müssen wir noch einmal auf die Plane gehen, hier, und müssen dann auf Cache gehen. Dann tun wir als erstes den Cache zurücksetzen und sagen dann Bake, und dann baked er uns das von Anfang bis Ende einmal durch. Das dauert dann immer ein klein bisschen. Sieht man hier unten schön, wie weit er ist. So, und wenn wir jetzt hier reingehen, hier sieht man, ist noch nicht abgeschlossen. Und hier sehen wir, da fährt er gerade drüber und ab da ist er einmal rund. Und da ist er wieder da. Und dann können wir jetzt, wenn wir Play drücken, haben wir nur die Schleife in der Mitte. Und wir sehen, dass der Übergang fließend ist, ohne dass was passiert. Gut, damit haben wir das fertig. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Output gehen,
sehen wir hier auch, dass der die Frames angepasst hat. Und wenn wir jetzt dann rendern, deswegen Save noch einmal, und wenn wir rendern, nimmt er nur die Bilder, die in dieser Range liegen. Und damit haben wir uns auch viel Arbeit gespart. Das heißt, wir rendern, sagen Render Animation und dann fängt er hier oben mit 226 an und arbeitet sich dann weiter vor. Als nächstes 227 und dann geht es jetzt so weiter. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Bis dahin, ciao. Da sind wir fertig mit dem Rendern. Wir können dann das wieder schließen. Wir speichern noch einmal ab, Save und gehen dann in den Video Editing. Da mache ich wieder den Use Timecode raus, weil ich das nicht so gerne habe. Hier gehe ich jetzt erstmal auf 625 für eine Umdrehung oder für einen Durchlauf. Ich möchte es in 4K machen und sage 2160, damit es quadratisch ist, 60 Frames und ich nutze den Zielordner Capped und damit kann ich dann mit Shift A eine Image-Sequenz hinzufügen. Ich gehe wieder auf meinen Zielordner und wähle alle Bilder aus. Add Image Sequence. So, und dann wähle ich eine Musik wieder aus. Diesmal nehme ich die. So, die Musik mache ich wieder auf 0,5 von der Komplettlautstärke. Und dann füge ich wieder ein paar Tracks dahinter. Das heißt, ich mache Shift D. So, dann gucken wir mal eben. Jo, der Übergang ist sauber. Ja, dann scrollen wir weiter. Machen nochmal Shift D. So. Ja, Übergang ist sauber. Gehen weiter. Shift D. So, wieder einmal drüber. Jupp, sauberer Übergang. Dann machen wir nochmal Shift D. So. Ja, sauberer Übergang. Dann ja, ist die Musik da mehr oder weniger schon zu Ende. Die zeigt da nichts mehr an. So, dann wird unser Endframe, setzen wir jetzt hoch auf 3125. Und wenn wir dann jetzt hier drüber gehen, fängt sofort die Musik am Anfang an, läuft sauber durch und sieht soweit auch gut aus. Die Melodie ist auch von YouTube Media und müsst ihr gucken, könnt ihr euch runterladen, aber wenn ihr es offiziell benutzt, muss der Künstler mit angegeben werden. Ich hoffe, dass man das jetzt noch gehört hat.
gesagt, könnt ihr von YouTube runterladen, müsst nur den Künstler mit angeben. So, das sieht damit für mich gut aus. Ich speichere das Ganze noch einmal. So, ich nehme die, plus haben wir 3, Save. Und dann sagen wir direkt, Ordner passt, alles passt, rendern. Chip, wo ist es? Da. Damit sind wir fertig mit dem Rendern und damit kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Am Ende kriegt ihr jetzt noch einmal das fertige Ergebnis zu sehen mit der Musik und lasst mir gerne ein Like da. Ich hoffe, ihr könnt es für euer Projekt benutzen oder es hat euch inspiriert und ihr könnt damit sonst irgendwas anfangen. Und sonst lasst mir auch gerne was in der Videobeschreibung da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch und tschüss.